So langsam mache ich einen Bogen raus. Das Beutelchen füllt sich langsam. Blöde Entscheidung, aber allein mache ich das nicht. Da soll es eine legendäre Bäckerei geben mit den besten Zimtschnecken Kanadas. Aber Mama Bär plus 2 kleine ist nie so gut. Oh fuck. Guten Morgen! Die Sunshine Coast ist ein Gebiet, es ist der Küstenabschnitt nördlich von Vancouver. Jetzt kann es nicht mehr so weit sein, laut Navi noch 9 Minuten bis zur Fähre. So, jetzt sind wir hier in Little River am Fährterminal, jetzt wird es spannend. Da sind die Motorcycles. Just for me. Beautiful. Coole Sache, Parker. Dann würde ich sagen, sind wir da. Jetzt sind wir dran. Aha. Wir sind also im oberen Stockwerk. Rechts. Like this? Und los geht's. Welcome to Powell River. Hab hier auf der Fähre einen netten Harley-Fahrer kennengelernt, haben uns jetzt die ganze Zeit unterhalten. Wow, ist hier warm. Hier ist ja viel wärmer als auf Vancouver Island. Oh, nice. Gut, nächster Stop. Einkaufen. In meiner nächsten Unterkunft werde ich eine Küche haben. Das heißt, ich werde mir das eine oder andere Steak zubereiten oder mal schauen, was der Laden so hergibt. Gucken wir mal.
Salat. Nach meinem kleinen Shopping-Trip hier in Powell River geht es jetzt noch so in etwa eine halbe Stunde in den Norden oder weiter in den Norden der Insel zum Desolation Sound, wo mich das Desolation Sound Resort erwartet. Das ist eine richtig hübsche Lodge mit ein paar Chalets oder Cabins, Häuschen. Eins davon ist für mich oder zumindest ein Apartment darin. Das wird sich zeigen. Es wird eine Überraschung. Und was ich so gehört habe, muss es richtig schön sein. Ich möchte es auch ins Programm aufnehmen und zukünftig anbieten, denn die Gegend hier, die Sunshine Coast, ist großartig. Very good. Yeah. How are you? Good. I like your bike. Yeah. Good. I have a reservation for today. Yes. Yes, You want to Was check it in? just for you or you were two? just for me. Okay. What's your name? Andreas Freisel. Where are you visiting from? Germany. Oh wow. Not. Did you flew your bike? No. It's a rental. Okay. I rented it in Vancouver. Oh, that's Hey. nice. Ja. Wow, sind die nett hier. Habe jetzt eine kleine Einweisung bekommen und bin jetzt zu meinem Apartment gefahren hier. Und schaut euch das an. Schaut euch das an. Ist das nicht tierisch geil? Alles meins. Geil. Boah. Ist ja der Hammer. Boah. Cool. Das ist ja mal saugemütlich. Da lässt sich's aushalten. Mit meiner eigenen Veranda direkt am Desolation Sound. Boah. Hammer. Ein Traum ist das, wie wir Bayern sagen. Oh, ich bin ja gar kein Bayer. Ich sag's trotzdem. Nice. Alles da. Gut. Dann jetzt Krempel vom Motorrad einräumen und dann, ja, die Besitzerin hier oder die Betreuerin, ja doch Besitzerin, die hat mir verraten, dass man da unten vom Dock super angeln kann. Aber noch geiler, ein paar Meter weiter gibt es einen Provincial Park, da ist man in 10 Minuten hingefahren und da kann man Austern sammeln, so viel man will, Muscheln sammeln, so viel man will und ist der Geheimtipp. Machen hier wohl alle Einheimischen und das werde ich natürlich auch machen. Da gibt es heute Abend ein Seafood-Fest. Jetzt schauen wir mal, ob das mit den Austern klappt. Ich bin hier keine 3-4 Minuten weitergefahren zum Provincial Park und hier soll der Boden mit Austern übersät sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das klappt tatsächlich. Man muss sich nur bücken. Da liegen die Austern auf dem Boden. Die hat gesagt, ich soll lieber die kleineren nehmen, die wären besser. Die ist relativ groß. Bei den Teil brauche ich nicht. Dann gucken wir mal.
habe das Gefühl, es wird noch besser. Ah, die sieht gut aus. Ja. So langsam mache ich einen Bogen raus. Das Beutelchen füllt sich langsam. 12 Stück darf man sammeln pro Tag. So viel brauche ich nicht. Soll ja nur ein Snack sein und zwischendurch gönne ich mir hier immer direkt eine frisch. So wie die jetzt. Guten Morgen. Der Plan ist erstmal nach Lund zu fahren oder Land. Das ist ein kleiner Ort, ein ganz kleiner Fischerort. Da soll es eine legendäre Bäckerei geben mit den besten Zimtschnecken Kanadas. Gut, das hier ist Land oder Lund. Jetzt schauen wir mal nach Nancy's Bakery. Ah, hier Nancy's Bakery. Wunderbar. Das ist es also. Wegen mir könnten wir ja den Zuckerguss immer weglassen. Aber das ist Geschmackssache. Aber ansonsten saugeil. Super fluffiger Teig. Naja, und Zimt halt. Ja, Mission accomplished. Absolut geil. Ich war kaum hier angekommen. In Lund am Dock sehe ich, wie so ein kleines Motorbötchen reintuckert mit einem jungen Mann an Bord, der hier anlandet, und ich dachte mir schon, der sieht aus wie ein Fischer, aber kein professioneller, so einer, der das für sich und seine Familie macht. Ja, dann bin ich da mal hin und er hat einen Lachs gefangen gehabt, wunderschönen Coho Salmon. Dann habe ich ihn angequatscht, ob er mir ein Stück davon verkaufen würde. Dann hat er gesagt, das darf er nicht. Er darf keinen Lachs verkaufen, aber er kann mir schenken. Und das ist halt wirklich wieder typisch Kanada. Da hat er mir ein wunderschönes Filet rausgeschnitten und hat mir das einfach geschenkt. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich konnte es kaum fassen, wirklich. Frischer geht's nicht. Geil. Was vielleicht auch erwähnenswert ist hier in Land und ziemlich kurios, hier ist Mile Zero vom Highway 101. Eine legendäre Straße, die sich bis nach Chile runterzieht. Wäre vielleicht auch mal ein cooles Projekt, Highway 101 komplett durchzufahren. Mal drüber nachdenken. Oh, wow, 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 wow. Ja, die ist doch schon eher
Nicht so zum Durchheizen gedacht. Aber das Sträßchen wird dementsprechend... Oh, fuck. Aber Mama Bär plus 2 Kleine ist nie so gut. Nachdem jetzt ein Auto gekommen ist, gehe ich mal davon aus, dass die Bären jetzt im Wald verschwunden sind. Na, ich sitze halt nicht in dem Auto. Keine Ahnung, ob ich so schnell umdrehen kann hier auf so einem Schotterweg, wenn der Bär von vorne kommt. Sunshine Coast Trail, 4x4 Road Access to Trailhead. Naja, 4x4 haben wir nicht, aber 1x2 und wird wohl schon gehen. Ich habe jetzt eher Respekt vor den Tieren als vor dem Gelände. Weil es mit dem Gelände natürlich Spaß macht. Ich weiß nicht genau, ob es hier Grizzlies gibt an der Sunshine Coast. Keine Ahnung. Das ist irgendwie nicht richtig hier. Laut Google bin ich falsch. Das hat mich irgendwie verfahren. Ist halt auch kein Schwein unterwegs hier außer mir. Aber wirklich gar niemand. So, was steht hier nochmal? No trespassing. Tow truck service is in this area is extremely limited. Removal from this area will be in excess $1,000 plus. Ach verdammt. Blöde Entscheidung, aber allein mache ich das nicht. Nee, allein mache ich das nicht. Der Tag neigt sich dem Ende zu und so langsam wird es Zeit, an die Zubereitung des Lachses zu denken. Salat habe ich schon mal gerichtet. Auf dem Farmers Market habe ich eine wunderschöne Tomate gekauft. Hier ist der Hauptakt, das wunderschöne Stück Coho-Salmon. Das sieht doch nett aus, oder? Also da kann man doch nichts sagen. So. Gut, jetzt hau ich rein und dann schauen wir mal, was morgen passiert. Morgen geht es zur nächsten Lodge. West Coast Wilderness Lodge heißt die. Ihr werdet sehen. Time to say goodbye. Jetzt geht's weiter zur West Coast Wilderness Lodge. Oh Mann, und das Wetter ist so geil. Jetzt sind wir wieder auf dem Highway 101. Oh, das Schotter auf der Straße ist immer scheiße. Schotter auf Schotter ist okay. Schotter auf Asphalt ist scheiße. Ja, vielleicht noch eine Information. Wenn euch die Reise oder die Tour gefallen hat und wenn ihr euch was Ähnliches auch vorstellen könnt, dann helfe ich natürlich gerne weiter, ist ja mein Job. Und ich möchte betonen, dass das hier ganz genauso mit dem Mietwagen gemacht werden kann. Also 95% oder fast alle unsere Kunden
machen diese Sachen mit dem Mietwagen und die allerwenigsten mit dem Motorrad. Also, wer mit seiner Familie oder seinem Partner Lust hat, ein paar Tage Kanada vom Allerfeinsten zu entdecken, dem plane ich gern ganz genau die gleiche Reise oder eine vergleichbare Reise sehr gerne zusammen. Sowohl auf Vancouver Island als auch an der Sunshine Coast gibt es fantastische Unterkünfte und die nächste erwartet uns ja auch schon heute Nachmittag, die West Coast Wilderness Lodge. Nicht mit so einer Klapperkiste hier. Alles über 70 ist unkomfortabel und alles über 90 fühlt sich unsicher an. Aber für mich ist das hier der Grund, warum ich reise.